willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis, Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen die 4. Episode des Abenteuers Der Wahn des Midas. Kreiert und entwickelt von Julian und Lorenz Decius. Ihr findet dieses Abenteuer auf der Internetseite städtebauen.de, die ich auf meinem Kanal verlinkt habe. Okay, wir schauen mal, was uns in der 4. Episode alles so widerfahren wird. Atlantis kann wirklich stolz auf uns sein. Nach unserem Stützpunkt in Thera wurde nun also eine weitere Kolonie erbaut. Und von jetzt an steht Pergamon erneut im Fokus des Interesses. Denn der wirtschaftliche Höhepunkt ist noch lange nicht erreicht. Atlas, der Träger der Welt und Gott des Bauwerks, hat sich derweil von Aphrodite betören lassen, sodass wir nun dank ihrer Auskünfte hinter das Geheimnis des Marmorspaltens gekommen sind. Von schwarzem Marmor war jedoch leider nicht die Rede, sodass wir wohl weiter auf unsere atlantidischen Steinmetze warten müssen. Um unserer kulturellen Überlegenheit mit Nachdruck Ausdruck zu verleihen, sollten wir uns derweil in jedem Fall an den Bau von eindrucksvollen Pyramiden wagen. Verständlich, dass einige Götter dem Treiben gespannt zusehen und darauf hoffen, ebenfalls von der atlantidischen Baukunst profitieren zu können. Anderen Bewohnern des Olymps könnte dies jedoch sauer aufstoßen. Die 4. Episode dieses Abenteuers trägt den Titel Die Gunst der Götter. Ja, und wie wir im Intro erfahren haben, können wir jetzt wohl Marmor abbauen. Allerdings noch keinen schwarzen Marmor, da warten wir immer noch auf die Handwerker aus Atlantis. Ja, und wir werden jetzt allmählich auch feindlich gesinnte Götter zu spüren bekommen in unserer Stadt Pergamon. Ja, und was sind unsere Ziele? Unsere Stadt Pergamon braucht 2 Heiligtümer und 2 Pyramiden. Wir müssen in einem Jahr 64 Marmorplatten und 64 Holzbretter produzieren. Klingt wieder nach sehr viel Aktion in unserer Stadt und wir kehren auch direkt zurück nach Pergamon. Ein Koloniedenkmal steht zur Verfügung. Wir haben in der letzten Episode unsere Kolonie Kythera gegründet. Okay. Wir gehen in den Pausenmodus und verschaffen uns wieder einen kurzen Überblick. Wir haben hier das erste Wohngebiet der Arbeiter mit unserem Stadtpalast und der kleinen Statue der Aphrodite, unserer Hauptgöttin, errichtet. Im weiteren Verlauf haben wir ihr auch ein Heiligtum gebaut und hier unser zweites Wohngebiet auch schon aufgebaut. Hier auf dieser Insel bauen wir jede Menge Oliven an, die zu Olivenöl weiterverarbeitet werden. Das Olivenöl können wir jetzt endlich gewinnbringend verkaufen. Wir konnten nämlich am Anfang nur Fleisch verkaufen als unser Exportgut. Mittlerweile können wir aber auch Seeigel produzieren und damit unsere Bevölkerung ernähren und auch als Exportgut nutzen. Ja, um die Fleischproduktion hier für Export und für die Versorgung der Stadt zu gewährleisten, haben wir auf der anderen Seite auch noch Jagdhöfe gebaut. Wir haben hier die Handelsposten und Piere unserer Verbündeten. Ja, und wir können jetzt endlich auch Silber schürfen. Das Vorkommen sieht zwar reichhaltig aus, aber die Zugänglichkeit ist doch begrenzt. Von daher werden wir nicht mehr Münzereien bauen. Ja, und hier produzieren wir auch unser Holz. Ja, und Pergamon hat sogar schon ein funktionierendes Hippodrom. So, den Pausenmodus können wir jetzt aufheben. Wir gucken mal eben nach den Arbeitern. Ja, wir brauchen jetzt Arbeiter. Das heißt, wir werden dieses Wohngebietchen mal weiter parzellieren. Das passt ja alles soweit ganz gut hier. Ja, so können wir das machen. Ne? Ja, dann können wir hier dieses Stück Allee wegnehmen und hier machen wir das so. Ach nein, Moment, wir müssen hier noch die Bibliothek bauen, die kommt hier hin. So, und dann machen wir das so, okay. Ja, das weiß ich. So, dann würde ich es so machen, ne? Weil dann passt doch hier noch eine Parzelle hin, oder?
So, genau. Wunderbar. So, dann schauen wir noch mal ganz kurz auf die Weltkarte. Ja, unser nächster Handelspartner ist Gordion, der Sitz des König Midas, kauft Olivenöl und Wein. Pontus, ein entfernter Ort, kauft Weizen, Wolle und Olivenöl und verkauft uns Rüstungen. Der Berg Smolkas kauft Wein und verkauft uns Wolle. Delphi kauft nur, und zwar Orangen und Olivenöl. Epidauros kauft Seeigel und Fleisch, verkauft uns Wolle und Skulpturen. Atlantis als entfernter Ort verkauft nur Orangen, schwarzen Marmor, Orikal und Olivenöl. Kythera ist unsere neue Kolonie, kauft schwarzen Marmor, verkauft uns Weizen, Oliven und Olivenöl und wir kriegen 16 Weizengaben jährlich als Tribut. Delos kauft Olivenöl und Thera als unsere Kolonie kauft Weizen und Wolle, verkauft uns Bronze und Marmor und wir kriegen 5 Marmorplatten jährlich als Tribut. Ja, und unser einziger Rivale ist Milet, braucht Weizen und Orangen. Gut, dann würde ich jetzt hier noch den Handelsposten von Smolkas bauen, weil da können wir jetzt entsprechend noch Wolle importieren. Das machen wir. So, und dann können wir den Architekten hier hinbauen. Und ich glaube, hier passt noch ein Seeigelkai hin. So, ich bin die Bauoption jetzt nicht mehr durchgegangen. Da hat sich nicht viel verändert. Außer, dass wir jetzt hier bei dem Rohmaterial die Steinmetzwerkstatt haben. Wir können als zweites Heiligtum leider nur den Garten der Demeter bauen, was jetzt eigentlich total bescheuert ist, weil wir haben ja keine Farmen und auch keine Viehzucht und können das fruchtbare Land um diesen Heiligtum gar nicht nutzen. Naja, egal. Ja, und beim Militär können wir jetzt tatsächlich Turm, Mauer und Stadttor bauen. Das ist schön, allerdings können wir keinen Pferdehof mehr bauen. Vielleicht sollten wir dann sicherstellen, dass unser Pferdehof nicht zerstört wird. So, bei Epidaurus kaufen wir jetzt auch wieder Wolle ein. Na, das können wir so lassen. Gut. Ja, als erstes möchte ich natürlich das Heiligtum bauen. Wir haben ja die Skulpturen und wir können die anderen Baumaterialien alle selber herstellen. Hier ist das Marmorvorkommen. Und dann würde ich unsere Steinbrüche hier hinbauen. Wir haben ja Atlas als wohlgesonnten Gott. Wenn wir dieses Heiligtum bauen können, dann würde ich das tatsächlich hier hinbauen. Dann müssen wir gleich mal gucken, wo wir das Heiligtum der Demeter errichten wollen. Ja, und wir haben Zeus, Poseidon, Artemis, Hermes, Athene und Hades als feindliche Götter. Da werden wir wohl jetzt diese Episode bestimmt einige zu spüren bekommen. Nichtsdestotrotz bauen wir jetzt erstmal hier die Steinmetzwerkstätten auf. Bauen wir mal 4. Machen wir hier so einen Loop. Und dann brauchen wir einen Architekten. Wir brauchen 2 Warenlager. Wir müssen ja 64 Marmorplatten im Jahr produzieren. Das heißt 2 solcher Warenlager voll. Die stellen wir jetzt eben noch ein. Eins können wir, glaube ich, auf Holen stellen. Ne? So, bei dem Holz genau das gleiche. Dieses Warenlager ist schon voll. Keine Produktion mehr. Also, wir müssen dafür sorgen, dass die Warenlager immer schön bereit sind, Waren aufzunehmen. Entweder, dass wir durch Export die immer wieder leeren. Oh, schon 3000 Einwohner in Pergamon. Oder dass wir genügend Warenlager zur Verfügung stellen, damit wir dieses Ziel erreichen können. Wir verschenken jetzt erstmal Holz. Hier Epidaurus kann Holz bekommen. Und Thera kriegt auch Holz. So, dann ist das Warenlager wieder leer. Ich will natürlich jetzt hier auch ein zweites bauen.
Nur für Holz. Gut, und den Architekten natürlich nicht vergessen. So, wie sieht der Arbeitsmarkt aus? Oh ja, wir haben genug Arbeitslose. Ja komm, dann bauen wir hier auch nochmal. Dann haben wir insgesamt 8 Steinmetzwerkstätten. Epidaurus, Dank fürs Geschenk. Bitte gerne. So, wo bauen wir denn jetzt das Heiligtum für Demeter auf? Tja, große Frage. Es muss ja ein Bereich sein, wo wir unfruchtbares Gebiet haben. Das könnte man tatsächlich hier hinbauen. Allerdings möchte ich diesen ganzen Bereich hier eigentlich frei halten für unsere Stadtentwicklung. Wer weiß, was wir noch alles bauen müssen. Von daher finde ich das hier an der Stirnseite unseres Hippodroms eigentlich gar nicht schlecht. Hier ist alles unfruchtbar. Dann könnte man hier das Heiligtum bauen. Dann würde ich jetzt die Straße hier so entlang bauen. So. Nochmal hier diese Verschönerung durchführen. So, dann können wir dieses auch so weiterbauen. Dann haben wir es gleich. Ja. Das sieht doch ganz gut aus. Wie viel Marmor haben wir jetzt mittlerweile? Wo ist der Marmor? Da, 15, okay. Wir brauchen allerdings 27 für den Garten der Demeter. So, das sieht eigentlich auch gut aus. Da wandern jede Menge Bürger ein. Ja, in diesem Warenlager brauchen wir jetzt kein Weizen mehr anzunehmen. Das kann geleert werden. So, Terra, Dank fürs Geschenk. Gerne geschehen. Ja, wir können, glaube ich, noch ein Sägewerk hier bauen. Wir haben genug Arbeitslose. Dann haben wir ja auch 6. So, mittlerweile haben wir schon 27 Marmorplatten in unserem Warenlager. Wir können jetzt hier das Heiligtum der Demeter platzieren. Okay. Genügend Platz lassen, weil wir ja fruchtbares Gebiet um dieses Heiligtum haben. So, Jahresanfang. Wir kriegen unsere Tribute. Wunderbar. Ja, Weizen konnten wir gar nicht alles annehmen. Ja, ich habe natürlich total vergessen, hier die Kunsthandwerkergilden aufzubauen. Das sollten wir mal machen. 2 Stück. Und den Architekten natürlich. Ja, das ist uns klar. Oh nein, der kalidonische Eber greift an. O edles Oberhaupt Dominus, der kalidonische Eber ist da. Seine Hauer sind vom Blut seiner unglücklichen Opfer verschmiert. Und er brennt darauf, noch viel mehr Unheil anzurichten. Oh, das ist echt so ein ganz furchtbares Viech. Delphi verkauft mehr Weizen, das ist nett. Und Athene greift an. Oh, ich werde sie lehren, meine Pläne zu durchkreuzen. Sehen Sie bald zu, wie die Verteidigungslinien Ihrer Stadt schwächer werden und Ihre Olivenbäume verdorren. Oh nein! Preissteigerung für Skulpturen und Preissteigerung für Bronze. So, da ist der kalidonische Eber. Wütet schon in unserer Stadt und da ist Athene, verflucht natürlich als erstes unseren Stadtpalast. Naja, und dann, was macht sie jetzt? Okay. Ja. Keine Ahnung, was sie macht. Sie kämpft mit Aphrodite, aber da hat Aphrodite keine Schnitte, ne? Athen schlägt Aphrodite und unser Pferdehof ist zerstört. Einfach so. Oh nein. So, mit den kalidonischen Eber haben wir aber auch die Möglichkeit, die Heldenhalle des Theseus zu bauen. Ah. Okay, wir gehen mal in den Pausenmodus. Für die Heldenhalle müssen wir nämlich hier ein bisschen was umbauen in unserer Stadt. Ja, hier ist eigentlich der einzige Ort, wo wir die Heldenhalle bauen können. Nähe zum Stadtpalast ist gegeben. Wir müssen hier eine Mauer bauen. Wir brauchen ganz viel Dekoration für unseren Theseus.
Hier haben wir keinen Platz mehr, hier haben wir keinen Platz mehr. Das heißt, die Handelsposten müssten hier weggenommen werden. Das ist der Handelsposten von Delphi. Und den reißen wir hier auch ab. Okay. Dann können wir das hier alles so wegnehmen. Dann bauen wir das hier auch ein bisschen anders. Dann bauen wir das so. Ach, das sieht ja auch alles total bescheuert aus, ne? Ah, egal. So, ja, wir brauchen, nein, hier, die Mauer. Dann muss dann direkt daran die Heldenhalle des Theseus. So. Wir brauchen noch ein bisschen Dekoration, ne? Wir haben ein Koloniedenkmal, das ist schon mal gut. Das könnten wir so bauen, ne? Ja, bauen wir das Denkmal mal so auf. So, dann kann hier das Stadttor hin. Na komm, warum passt du nicht? Weil wir dich drehen müssen. Ja. So. Dann Mauer. Dann bauen wir das so. Okay. Mal den Pausenmodus aufheben. Okay. So, passt das jetzt für dich? Ja, das passt. Die Sachen haben wir schon. Wir brauchen 32 Marmorplatten. Wir brauchen 16 Amphoren Wein. Wo kriegen wir den Wein denn bitte her? Hier muss noch ein bisschen Verschönerung durchgeführt werden. So, ich hoffe, das reicht für dich jetzt, lieber Theseus. Und ja, reicht. Okay, gut. Athene hat natürlich hier alles verflucht, was an Olivenbäumen in unserer Stadt wächst. Okay, wir können aber noch jede Menge Olivenöl produzieren, weil wir hier entsprechend noch jede Menge in den Landarbeiterlagern haben, Gott sei Dank. So, Athene wütet hier weiter, der kalidonische Eber, ich weiß gar nicht, wo der jetzt im Moment ist. Ja, das größte Problem, was wir tatsächlich haben, ist, dass wir keinen Wein einkaufen können. Wir können nur Wein verkaufen. Das heißt, wir sind irgendwie darauf angewiesen, dass wir Wein geschenkt bekommen. So, da ist der kalidonische Eber. Er hat jetzt hier dieses Warenlager schon zerstört. Guckt euch das an. Nein, er hat die Agor zerstört. Oh nein, fängt das schon wieder an. Das macht er ja gerne, ne? Oh, meine Güte, was ist denn das für eine Episode hier? Wie anstrengend. So, Holz haben wir wieder mehr als genug. Die Bestmarke war übrigens letztes Jahr 56. Okay, gut. Wir verschenken wieder Holz. So, Epidauros. Ja, und hier der Berg Smolkas kriegt auch nochmal Holz. Gordion kriegt Holz. Und Kythera kriegt auch Holz. Und dann ist das ganze Holz auch schon wieder weg. So, und dann können wir hier jetzt jede Menge wieder einlagern. So, ich glaube Athene ist verschwunden. Das ist ja schon mal schön. Dafür wird gerade hier unsere Ladung Marmor für das Heiligtum vom Eber zerstört. Kythera, Dank fürs Geschenk, bitteschön.
Oh je, das ist echt anstrengend hier. Unsere Marktfrau wird vom kaledonischen Eber verfolgt. Ah, jetzt nicht mehr. Jetzt ist unser Händler dran. Jawohl. Wie sieht der Arbeitsmarkt aus? Ja, wir bauen jetzt die Handelsposten erstmal nicht wieder auf. Wir müssen jetzt erstmal warten, dass hier wir irgendwie den kaledonischen Eber wegbekommen. Ja, ich baue, glaube ich, hier ein Warenlager auf. Dieses Warenlager soll Wein annehmen, den wir irgendwie und irgendwann mal geschenkt bekommen. Hier möchte ich kein Warenlager mehr hinsetzen. Wütet der kaledonische Eber. So, auch Gordion, Dank fürs Geschenk. Oh nein, er zerstört alle Warenlager. Oh, ist das anstrengend. So ein Mist. Oh Gott. Gut, dieses Wohngebiet kann die Wolle hier beziehen und hier auch das Olivenöl. Ja, und hier haben wir auch das Silo. Okay. Wir verkaufen mal jetzt keine Seeigel mehr. Oh je, oh je. So, und ich sehe auch, dass er hier eine Steinmetzwerkstatt zerstört hat. Na komm, bauen wir auch nochmal eine Sägemühle auf. Ja, das ist recht trostlos jetzt hier. Oh, der zerstört immer hier die Agro. Ja, nützt alles nichts. Die müssen wir immer wieder aufbauen. Ne? Ich befürchte aber, dass wir hier eine Rückentwicklung bekommen. Ja, Aphrodite, da nützt auch nichts, wenn du jetzt hier irgendwelche Häuser entsprechend segnest. So, ja, haben wir gern gemacht. Ja, gerne. So, mittlerweile haben wir aber auch wieder die Möglichkeit, Oliven hier entsprechend zu produzieren. Der Fluch der Athene ist vorüber. So, und ich mache jetzt Folgendes. Ich baue hier ein Silo hin. So, dieses Silo soll Weizen holen und Seeigel und Fleisch. So, weil... Oh, dann brauchen wir hier, glaube ich, einen Architekten. Ne? Ja. Die Marktfrau immer hier wieder zu diesem Silo muss. Da ist sie jetzt gerade auf dem Weg, aber der kaledonische Eber sie hier immer wieder abfängt und auch die Agora zerstört. Es ist vielleicht ganz gut, wenn wir hier relativ schnell der Marktfrau die Möglichkeit geben, Nahrungsmittel einzukaufen. So, das kauft sie gerade wieder ein, das ist gut. Ja, eine turbulente Episode. Ja, jetzt benötigen wir Mitarbeiter. Das war mir nämlich klar, dass wir hier natürlich jetzt eine Rückentwicklung haben, weil wir dauernd Lebensmittel nicht zur Verfügung stellen können, weil der hier entsprechend alles zerstört. Ach so, der Brunnen ist zerstört worden, sehe ich gerade. Ah. Jawohl, ja. Dann schnell den Brunnen. Sind doch gar keine Lebensmittel. So, da entwickeln sie sich weiter. Gut. Dann Lohnniveau auf hoch. Dann passt das. Ja, so allmählich wird ein Muster hier raus. Diese eine Steinmetzwerkstatt wird immer zerstört. Dann bauen wir sie auch wieder neu auf. Ja, jetzt bin ich doch mal gespannt, wie lange das jetzt hier geht. Okay, wir nehmen alles an, was wir annehmen können. So, das Warenlager ist jetzt auch bald voll und wir haben Januar. Also, das mit dem Marmor haben wir geschafft. Sehr gut. Da brauchen wir jetzt nichts mehr zu machen. Das mit dem Holz haben wir nicht geschafft. Da baue ich jetzt noch eine Sägemühle auf. Dann müsste es aber tatsächlich reichen. Ne? Wir verschenken nochmal wieder Holz, damit die Warenlager leer sind. So.
Gut. Schon wieder ist die Agora zerstört worden von diesem Mistviech. Naja, das ist leider so. Und das müssen wir jetzt stoisch immer wieder aufbauen. Ja, und man bedankt sich wieder für das ganze Holz. Bitteschön, gern geschehen. Ja, letztendlich können wir jetzt nichts anderes machen, als warten, dass wir Wein bekommen. Und natürlich darauf achten, dass wir alles wieder aufbauen, was der kaledonische Eber zerstört. Trotz allem Ungemach wird hier fleißig an unserem Heiligtum für Demeter gearbeitet. Ja, und was auch noch interessant ist, wir müssen ja noch 2 Pyramiden bauen und wir sehen, dass eine fertig ist. Die kleine Statue der Aphrodite wird als Pyramide hier bezeichnet. Hängt damit zusammen, dass es hier unter der Rubrik Poseidon-Pyramide ja zu finden ist. Und wenn ich die jetzt hier anklicke, sehe ich, dass wir hier nur den Tempel des Olymps errichten können. Das müssen wir bauen, um die zweite Pyramide ja entsprechend in unserer Stadt zu haben. Also keine Pyramide, sondern den Tempel des Olymps müssen wir errichten. Ein Fest in Gordion, 12 Holzbretter, ja bitteschön. Und wir kriegen von Thera schwarzen Marmor geschenkt, später. Wir kriegen Bronze geschenkt, auch später. Und eine Preissteigerung für Skulpturen. Okay, gut. Epidaurus verkauft weniger Skulpturen. So, mittlerweile sind schon 2 Steinmetzwerkstätten hier zerstört worden. Die möchte ich sofort wieder aufbauen. Ach, doch nicht da. Ja, ich brauche noch ein Warenlager für diese ganzen Geschenke, die wir noch bekommen. Hier. Das war schwarzer Marmor und Bronze. Ne? Ja, und Wein können wir ja auch nochmal annehmen. So, okay. Ja, Gordion schätzt uns mehr. Gern geschehen. Wir kriegen den schwarzen Marmor. Wir kriegen entsprechend die Bronze. Man dankt nochmal für das Holz. Ja, den schwarzen Marmor können wir natürlich nachher nutzen für den Tempel des Olymps. Brauchen wir da schwarzen Marmor? Weiß ich gar nicht mehr. Wir brauchen auf jeden Fall für das Heiligtum der Demeter noch 98 Marmorplatten. Das sollte kein Problem sein. 20 Ladungen Holz auch nicht. Und 10 Skulpturen. Wie viele Skulpturen haben wir denn? 10. Wir haben genau 10. Wunderbar. Ja, wir hatten ja Epidaurus gebeten, uns Skulpturen zu geben. Man hatte uns mehr als genug gegeben. Ich glaube, es waren 18 Stück. So, da kommt endlich mal wieder eine Ladung Marmor an. Ja, das liegt natürlich sehr weit jetzt weg. Aber, naja, wir haben ja Zeit. Wir warten ja auf Wein. Gut, wir haben Arbeitslose. Wir könnten natürlich die Handelsposten noch aufbauen, die wir eben abgerissen haben. Das könnte man hier machen. So, der Handelsposten von Gordion können wir hier hinbauen. Dann können wir auch hier noch Olivenöl verkaufen. So, und wie bauen wir das hier? Passt hier noch der Handelsposten von Delphi hin? Ja, das passt. Dann bauen wir die Straße hier so rum. Und hier müsste tatsächlich der Architekt hinpassen, ne? Ja, passt. So, hier können wir nämlich... Oh nein, ein Segelkai ist eingestürzt. Okay. Da bauen wir wieder auf. Gut, weiterhin wütet der kaledonische Eber. Er zerstört bestimmt diese Agora. Jawohl. Ja, da müssen wir jetzt tatsächlich drauf achten und wieder aufbauen hier. Ja, etwas Nahrungsmittel haben wir hier in diesem Silo, das ist ganz gut. Oh nein, dieses Warenlager ist zerstört worden.
Oder ist es jetzt eingestürzt? Nee, eingestürzt kann es ja nicht sein. Hier haben wir ja den Architekten. Oh Mann! Oh, hier ist auch was zerstört. Okay. Der kommt bis hier hinten hin, dieses Mistviech. Okay, bauen wir hier noch eine Olivenpresse auf. So, Nahrungsmittelproduktion ist in Ordnung, das reicht. Ja, mein lieber Theseus, wie gesagt, wir könnten dich rufen, wenn wir Wein hätten. Da bin ich mal gespannt, ob sich hier irgendwas ergibt. Oh wow, hier hat er wieder gewütet, der Gute. Aber das bauen wir wieder auf. Also, er soll ja lieber hier diese Bauwerke zerstören als meine Warenlager. Das wäre echt doof. So. Nein! Oh, nein! Ist das anstrengend? Was ist denn das für eine blöde Episode hier? Oh. So, dann ist er wieder auf dem Weg zu unseren Steinmetzwerkstätten. Ich meine, wir könnten natürlich hier die Straße nach hierhin verlegen. Dann müssen unsere armen Ochsenkarren nicht immer da entlang gehen, wo der kalidonische Eber wütet. Ja, und das passt doch ganz gut. Da kann das Holz auch später hintransportiert werden. So. Ja, irgendwie geht es trotz des kaledonischen Ebers weiter in unserer Stadt. Unsere Stadtgebiete werden Gott sei Dank versorgt mit Gütern und Nahrungsmitteln. Ja, uns bleibt nichts anderes übrig, als zu warten, dass irgendeiner unserer Verbündeten uns Wein schenkt. Ja. Oh, Jahresproduktionsziel ist erreicht. Okay, wir kriegen jetzt erstmal unsere Tribute, also Marmor können wir gar nicht mehr annehmen. Das heißt, auch für Holz haben wir entsprechend alles erreicht. Wir müssten jetzt eigentlich nur noch die beiden Bauwerke errichten. Ja, mit dem Heiligtum sind wir dran. Aber wie gesagt, der kalidonische Eber ist ja immer fleißig dabei, Gebäude zu zerstören und natürlich Menschen zu töten hier in unserer Stadt. Wie schrecklich. Gut, wir warten mal ab, dass sich hier irgendwas an der Situation ändert. Ja, mittlerweile haben wir es endlich geschafft. Terra schenkt uns Wein. 7 Amphoren, die nehmen wir gerne an. Vielen Dank. Und Terra schenkt uns auch 12 Waren Orikal. Müssen wir wieder ein Lagerhaus bauen. Und Gordion schenkt uns Bronze. Oh, und nun greift uns Hades an. Ach, das kann doch alles nicht wahr sein. Gordion braucht Skulpturen. Die brauche ich selber. Das müssen wir verweigern. Okay. Wir brauchen nochmal ein Warenlager. Das baue ich jetzt hier hin. Für schwarzen Marmor und für Bronze. Okay. So, da ist Hades. Zerstört einfach unsere Stadtmauer von der Ellenhalle des Theseus. Wie frech. Oh nein. Handelsposten werden zerstört. Ja, wir kriegen hier den Zorn der feindlichen Götter aber richtig zu spüren. Naja gut, Aphrodite
Das ist, glaube ich, vergebene Liebesmühe. Ach so, es war Aurikal, was ich freigeben muss. Okay, später. Die Bronze nehmen wir an. Ja, schätzt uns weniger, kann ich auch nichts für. Hades verhaut Aphrodite. Das ist ja nett. So, Aurikal hier annehmen. So. Ja, dann bauen wir mal hier die Handelsposten wieder auf, ne? So, dann stellen wir sie auch wieder ein, ne? Ja, das weiß ich. So, hier kann Olivenöl verkauft werden. Und wir kaufen natürlich hier den Weizen wieder ein. Olivenöl. Hier haben wir nichts, was wir verkaufen können. Gut. So, jetzt können wir das Aurikal annehmen. Vielen Dank. Ja, und Hades macht sich natürlich auf den Weg, um unsere Münzereien zu verfluchen. Das ist natürlich klar. Jawohl. Gut, da sind sie nun verflucht. Ich hoffe, er macht sich jetzt mal bald wieder auf den Weg in den Olymp. Naja, ein paar Mitarbeiter aus den Münzereien muss ich auch noch dran glauben. Ja, weiterhin wütet hier der kaledonische Eber. Es werden jetzt wahrscheinlich wieder ein paar Steinmetzwerkstätten zerstört. Jawohl, okay. Und ich befürchte, dass auch wieder ein paar von unseren Transportelefanten... Oh Gott, guckt euch das an. Oh nein. Boah, wie nervig ist das denn? Okay, wir bauen erstmal hier unsere Steinmetzwerkstätten wieder auf. So, und wieder ist ein Seeegelkai eingeschleust, da kümmern wir uns gleich drum. Ja, ich denke mal, bei unserem Heiligtum der Demeter wird jetzt das Tempelgebäude fertiggestellt. Da kommt jetzt eine große Ladung Marmor. Ja, wunderbar. Wir werden allerdings jetzt hier den Bau stoppen. Aus folgendem Grund. Wir haben ja eben gesehen, was der kaledonische Eber mit unseren Transportelefanten macht. Marmor und Holz produzieren wir ja genügend. Wenn da jetzt ein paar geopfert werden mit der Ladung, ist das nicht so schlimm. Aber bei den Skulpturen, die wir einkaufen müssen, möchte ich doch lieber warten, bis dieses Mistviech tatsächlich dann ins Jenseits befördert wurde. So, ich denke mal, Hades ist jetzt Gott sei Dank nicht mehr in der Stadt. Dann können wir auch hier die Mauer bei unserer Heldenhalle aufbauen. Wir brauchen das da nicht gar nicht so, sondern so zu bauen. Ja, und wieder warten wir, dass hoffentlich Terra uns wieder Wein schenkt. In der Zeit bauen wir in gewohnter Weise die Agora in diesem Wohngebiet wieder auf. Was für eine lästige Beschäftigung hier. Ja, aber Nahrungsmittel, das sieht soweit ganz gut aus. Wir können dieses Wohngebiet mal hier verschönern. In diesen Zeiten, wo der kaledonische Eber uns hier tyrannisiert, ist Verschönerung, glaube ich, genau das Richtige. Zierbäume. Oh, das habe ich hier verkehrt gebaut, sehe ich gerade. So ist es richtig. So, Jahresanfang. Wir kriegen wieder unsere Tribute. Oh Gott, schaut euch das an hier. Unsere ganzen Steinmetzwerkstätten.
Ja, aber Gott sei Dank ist der Fluch des Hades von unseren Münzereien genommen worden. Hier kann jetzt wieder normal produziert werden. So, wir kriegen nochmal 7 Amphorenwein von Thera geschenkt. Und ein Fest in Gordion. 13 Amphorenwein werden dort benötigt. Ja, die kriegst du nicht von mir. Oh, und schon wieder greift Athene an. Oh. Preissteigerung für Skulpturen. Ja, wunderbar. Was für eine Episode hier. Okay, wir bauen mal wieder unsere Agua auf. Na wunderbar. Da habe ich gerade hier die Mauer für die Heldenhalle des Theseus wieder aufgebaut. Kommt Athene und macht wieder alles zunichte. Na gut. Ja, wir haben auch noch keinen Wein. Beziehungsweise nicht genügend. Uns fehlen noch 2 Amphoren Wein. Also wir müssen nochmal warten, bis Thera uns den Wein gibt. Naja, in der Zeit kann Athene hier die Mauern noch zerstören. Das ist mir jetzt auch wurscht. Naja, da werden dann auf jeden Fall jetzt hier unsere Olivenbäume wieder verflucht. Was für ein trauriger Anblick. Oh Gott, jeder einzelne Olivenbaum ist verflucht. Das sieht ja aus. So, hier war der kalidonische Eber wieder gewesen. Das werden wir mal eben schnell wieder ändern. So, nein Gordion, du kriegst von uns keinen Wein. Den brauchen wir selber für unseren Helden. So, ich hoffe mal, Athene ist jetzt wieder von dannen gegangen. Wir bauen das mal eben hier wieder auf. Ja, Gordion schätzt uns weniger. Ja, damit kann ich leben. Ist immer noch philanthropisch und kriegt jetzt erstmal nochmal ein großes Geschenk Holz, bitteschön. Und es ist wieder Jahresanfang. Wieder nehmen wir unsere Tribute an. Oh, Marmor können wir gar nicht mehr annehmen. Oh, ich hoffe, wir kriegen jetzt nochmal von Thera Wein. Dann können wir endlich unseren Helden Theseus rufen. Ja, hier sehe ich jetzt gerade was ganz Interessantes. Warum transportiert hier unser Elefant Skulpturen, obwohl der Bau für das Heiligtum der Demeter eingestellt wurde? Ah, jetzt sehe ich es. Der kalidonische Eber hat hier eine Figur zerstört, beziehungsweise eine Skulptur. Okay, gerade schon Schrecken gekriegt. Ja, und wir bauen wieder hier unsere Steinmetzwerkstätten auf. Das wird jetzt allmählich ein bisschen langweilig. Ich hoffe, dass wir jetzt gleich noch den restlichen Wein bekommen. Es ist wieder Jahresanfang. Wir nehmen unsere Tribute an. Leider hat sich noch nichts getan mit dem Wein von Thera. Ja, wir sind weiter damit beschäftigt, hier die zerstörten Gebäude wieder aufzubauen, die der kalidonische Eber zerstört. Ja. Im Moment etwas eintönig in unserer Stadt Pergamon. Ja, wahrscheinlich werden wir wieder von Hades angegriffen. Wir kriegen aber 15 Barren Orikal von Thera geschenkt. Ich hätte aber gerne Wein. Na gut, Hades greift wieder an. Da ist er. Tja, Aphrodite, keine Chance. Wieder verhaut Hades Aphrodite. Und wieder sind ein paar Handelsposten hier dran. Jawohl. Schön gefüllt mit Olivenöl. Jetzt brauchen wir Arbeiter. Was ist los? Jetzt ist hohe Arbeitslosigkeit ein Problem. Naja gut, dann können wir Folgendes machen.
Wir haben das Gewerbe für Holz ja ausgeschaltet. Das können wir jetzt wieder anschalten. Dann sollte das eigentlich passen. Ja. Ja, eine doch sehr anstrengende Episode hier. Und unsere Münzereien sind wieder verflucht. Hades ist da noch ein bisschen beschäftigt, genau. Ja, wir können natürlich jetzt hier auch ein paar Sägewerke mal abreißen. So viel brauchen wir dann doch nicht, ne? Ich habe ja hier auch schon die Steinmetzwerkstätten etwas reduziert. Ja, ein neues Jahr hat begonnen. Weiterhin tyrannisiert uns der kaledonische Eber. Wir können trotzdem unsere Tribute annehmen. Auf jeden Fall den Weizen. Ja, und wir haben immer noch nicht genügend Wein für unseren Helden Theseus. Dafür bauen wir zum 100. Mal hier unsere Steinmetzwerkstätten auf. So, wir können aber mal hier diese Trümmer entfernen. Das ist ja hier wirklich unmöglich. Sieht das wenigstens etwas besser aus. Endlich haben wir es geschafft. Terra schenkt uns nochmal 5 Amphoren Wein, die wir annehmen. Dafür, Gordion schenkt uns auch Bronze. Können wir noch einen Barren annehmen. Ja, und Hades greift uns nochmal an. No, das ist jetzt für mich nicht ganz so dramatisch. Wir können endlich Theseus rufen. Na, Gott sei Dank. So, hier in diesem Warenlager können wir natürlich auch jetzt noch Bronze annehmen. Ja, Gott sei Dank haben wir Theseus gerufen. Hier wird gerade mal wieder die Mauer zerstört. Und natürlich ein paar Handelsposten wieder mal. Ja. So, die Mauer baue ich aber sofort wieder auf. Na wunderbar, wieder mal diese 3 Handelsposten zerstört hier. Es gibt keinen Grund mehr, sich zu fürchten. Ich bin da. Ja, Theseus, da freuen wir uns auch sehr, dass du da bist und ein Zufriedenheitsdenkmal steht zur Verfügung. Theseus kann sich direkt um diesen furchtbaren kaledonischen Eber kümmern. Und dann können wir auch wieder zur Normalität hier zurückfinden und unser Heiligtum zum Beispiel, der Demeter, fertigstellen. Da ist Theseus auf dem Weg zu seiner Heldenhalle. Und dann macht er sich schon auf den Weg zum kaledonischen Eber. Ja, und da treffen sie es hoffentlich voneinander. Jawohl. Und dort kämpfen sie. Fantastisch, wir haben es geschafft. Der kaledonische Eber ist besiegt. Wir können jetzt hier den Bau wieder aufnehmen für unser Heiligtum. Unsere Skulpturen können jetzt unbeschadet die Baustelle erreichen. So, wir brauchen jetzt erstmal diese Steinmetzwerkstätten nicht wieder aufzubauen. Wir haben genug Marmor. Wir können hier die beiden Warenlager wieder aufbauen. So, hier kann jetzt die Wolle geholt werden wieder. Und hier kann das Olivenöl geholt werden. Ja, wir benötigen wieder Mitarbeiter. Ich weiß. Dieses Silo brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir haben ja jetzt
einen sicheren Weg zu diesem Silo für unsere Marktfrau. Wir können allerdings jetzt hier im zweiten Wohngebiet den Wollhändler schon aufbauen. Wenn wir jetzt hier die Wolle entsprechend in das neue Warenlager einlagern können, hat es eher nicht ganz so weit und dann entwickeln die sich hier auch weiter. So, hier kann jetzt Weizen geholt werden. Hier brauchen wir keinen Weizen mehr anzunehmen. Das ist jetzt voll. Fleisch kann hier angenommen werden. Ja, was passt. Dann können wir lieber hier auch Fleisch holen. Na, aber 16 Einheiten. So, da sind die ersten 2 Skulpturen auf dem Weg. Wir haben allerdings eine Skulptur zu wenig. Wir mussten ja beim Heiligtum der Aphrodite eine Skulptur erneuern. Hier bei Epidaurus können wir ja Skulpturen kaufen, und zwar eine. Ja, wir brauchen ja jetzt hier jede Menge Skulpturen und der Weg ist wirklich mega weit. Wir werden jetzt mal Folgendes machen, dass es ein bisschen schneller geht. Wir stoppen den Betrieb von Holz und auch von Marmor. Dann haben wir jede Menge Arbeitslose. Und da baue ich nämlich jetzt hier nochmal jede Menge Kunsthandwerkergilden. Ja, und pro Kunsthandwerker wird ja eine Skulptur auf jeden Fall hier hingebracht. Und dann geht das richtig schnell hier. Ja, von den Arbeitslosen passt das. So, sind sie alle platziert. Ja, und hier sehen wir jetzt die lange Karawane von Skulpturen. Ja, und hier auch noch Marmor. Ja, das muss man sich mal merken. Dann klappt das mit dem Bau, gerade wenn die Wege sehr lang sind, doch wesentlich schneller. So, die Skulptur müssen wir jetzt nicht mehr einkaufen. Da haben wir jetzt die nötige Anzahl. Unsere Skulpturen haben jetzt Gott sei Dank die Baustelle erreicht. Ach, das sieht doch gut aus. Ja, und in der Zwischenzeit haben wir schon wieder das neue Jahr. Wir nehmen unsere Tribute an. So, die große Statue der Demeter ist auch schon fertiggestellt. Wir brauchen jetzt nur noch 2 Skulpturen und die 12 Marmorplatten für die 3 Altäre, die hier auf dem Heiligtum entsprechend platziert sind. Oh, wir kriegen von Thera schwarzen Marmor geschenkt. Oh, da habe ich aber kein Warenlager für. Später. So, dann bauen wir doch hier die Lagerhäuser wieder auf. Hier waren ja 2. So, hier kann jetzt schwarzer Marmor angenommen werden. Ja, und hier würde ich jetzt das Orikal mal holen. Das ist ja ganz am anderen Ende unserer Stadt. Dann haben wir es hier wieder im Zentrum. Das finde ich dann doch besser. So, da kommen die letzten 2 Skulpturen. Sehr schön. So, jetzt können wir den schwarzen Marmor annehmen. Sehr schön. So, unsere Kunsthandwerker haben nochmal Position bezogen. Aber Marmor haben wir ja mehr als genug. Da ist er schon auf dem Weg. Fantastisch. Das Heiligtum der Demeter ist fertiggestellt. Da ist sie schon. Wir können die Kunsthandwerkergilden jetzt hier alle abreißen.
So, auch hier den Architekten. Wir können jetzt die Produktion natürlich wieder bei Holz und Marmor anschalten. So, und jetzt kommt die große Frage, wo bauen wir jetzt den Tempel des Olymps hin? Ich möchte das ja gerne alles etwas zentraler haben hier. Ja, ich denke mir mal, ich werde den Tempel des Olymps hier hinbauen. Dafür müssen wir ein bisschen was umbauen. Und zwar werden wir das jetzt hier umbauen. Die passen nämlich genau hier rein. So, und dann brauchen wir aber hier natürlich definitiv einen Architekten. Der kann hier auf die Ecke. So, dann haben wir hier noch Platz, um was anderes zu bauen. Hier können Gärten hin. So, und hier haben wir unseren lieben Theseus mit seiner Heldenhalle. Ich will das jetzt nicht alles abreißen. Ich weiß nicht, was uns noch hier passiert. Und ich weiß auch nicht, ob wir im Laufe des Abenteuers Theseus nochmal rufen müssen. Was wir allerdings machen können, wir können das hier ein bisschen verkleinern. Und zwar würde ich das so bauen, dass wir hier Säulen errichten. Und dann können wir die Mauer nämlich hier ein bisschen näher ransetzen. Und dann kann man den Eingang so hier hinbauen. Na, komm. Nämlich so. Das geht auch und das würde ich dann nämlich auf der Seite genauso machen. Gut, das muss jetzt reichen für den guten Theseus. Ich gucke mal eben. Ja, ihr seht, es ist immer noch sehr attraktiv. Wir können das so schmal hier lassen. So, damit müssten wir hier jetzt eigentlich Platz haben. Gucken wir mal. Um den Tempel des Olymps zu errichten. Das können wir. Drehen das mal eben kurz. Weil dann könnten wir es so bauen, ne? Ja. Dafür müssten wir hier das Stückchen Straße mal eben wegnehmen. Tja, wir können es natürlich auch so bauen. Dann hätten wir noch ein paar Verschönerungen, ne? So geht es. Gut. Dann können wir das ja auch schließen. Nämlich so. Okay. Nur was brauchen wir jetzt hier? 111 Marmorplatten, 43 schwarzen Marmor, 22 Ladungen Holz und 27 Ladungen Orikal. Okay. Das ist noch jede Menge. Wir bauen unsere 2 Kunsthandwerker-Gilden jetzt hier hin. Gut, dann kann auch schon der Marmor jetzt entsprechend zu unserer Baustelle gebracht werden. Ja, Orikal und auch schwarzen Marmor müssen wir natürlich einkaufen. Da haben wir aber ja genug jetzt im Laufe dieser Episode geschenkt bekommen. Arbeitsmarkt, da könnten wir noch eine dritte
Kunsthandwerkergilde bauen. Ja, das neue Jahr hat angefangen. Wir nehmen unsere Tribute an. Oh, wir konnten überhaupt kein Weizen mehr annehmen. Ja, letztendlich müssen wir jetzt tatsächlich nur noch den Tempel des Olymps fertigstellen. Und dann haben wir diese doch sehr anstrengende Episode mit wütenden und feindlichen Göttern sowie dem schrecklichen kaledonischen Eber erfolgreich abgeschlossen. Aber das dauert noch ein bisschen hier. Ja, eine Kunsthandwerkergilde können wir noch bauen, sehe ich gerade. Ja, ich weiß, aber das ist jetzt nicht viel, nämlich nur 4. Oh, Thera schenkt wieder Wein. Und den nehmen wir natürlich gerne an. Wer weiß, wofür wir es brauchen. 10 Skulpturen für Gordion. Ja, also die kriegst du nicht von mir. Du schenkst mir zwar immer einen Baren Bronze, aber deswegen werde ich dir keine Skulpturen jetzt geben. Da kriegst du lieber Marmor und auch Holz von uns. Ja, Gordion schätzt uns weniger, da wir die Skulpturen nicht zur Verfügung gestellt haben. Dafür kriegst du jetzt, komm, Marmor, großes Geschenk Marmor. So, so wunderbar. Der Sockel mit seinen 4 Lagen ist fertiggestellt. So, da sehen wir schon, wie das Aurikal jetzt zur Baustelle gebracht wird und auch jede Menge Marmor kommt da von hinten. Sie haben meinen Zorn erregt, Sie bösartiger Bastard! Ja, Hades ist wieder in der Stadt. Anstrengend. Naja, gut. Damit kann ich leben. Aphrodite, das bringt nichts. Er verhaut dich doch immer. So, und dann haben wir natürlich auch noch unsere Handelsposten, die zerstört werden. Jawohl. Aber an unserem Bauwerk kann weitergearbeitet werden. Gut. Ja, auch Theseus versucht es, hat aber kein Glück. Ja, wir werden jetzt trotz des Angriffes von Hades natürlich hier bei Atlantis natürlich den schwarzen Marmor einkaufen und das Aurikal. Ja, 5, das reicht. So, wir bauen die Handelsposten wieder auf. Aber diesmal sind nur 2 zerstört worden. Okay. Da wurde er wahrscheinlich von Aphrodite und von Theseus gestört. Ja, wir haben unsere Handelsposten wieder aufgebaut, die Hades zerstört hat. Aber wir haben aber auch noch das Pier von Pontus. Da könnten wir doch auch noch was verkaufen, oder? Ja, Pontus kauft nämlich auch noch Olivenöl und wir können dort Rüstungen kaufen. Aber hier habe ich keinen Platz mehr. Aber hier, dafür ist dieses Warenlager jetzt hier im Weg. Okay, die Bronze können wir eben holen. So, sehr schön. Dann kann das Warenlager hier weg und wir bauen das Pier von Pontus. Und hier verkaufen wir jetzt Olivenöl. Meine Güte, 36 Einheiten kaufen die in einem Jahr. Puh. Ja, und hier wird fleißig an unserem Tempel des Olymp gebaut. Ja, Aurikal haben wir richtig viel. Das klappt hier richtig gut. Ja, und Hades hat natürlich wieder unsere Münzereien verflucht. Wir könnten etwas Holz verschenken. Epidaurus, komm her.
Und wer noch? Ja, wer denn noch hier? Ja, Delos, komm her. So. So, dann können die Warenlager wieder aufgefüllt werden. Oh, hier ist es ziemlich viel zerstört worden. Na komm. Bauen wir nochmal 2 neue, weil jetzt haben wir nämlich bald keinen Marmor mehr. So, das Lohnniveau mal auf hoch. Ja, und man bedankt sich für das Geschenk. Bitte gerne. Oh, ich sehe gerade, das ist ja gar nicht angeschlossen hier. Ah. Ja, das sollten wir vielleicht mal machen. Oder das sowieso mal hier ein bisschen anders bauen. Das gefällt mir sowieso nicht. So, und dann kann der Architekt hier hin. Auch Epidaurus dankt fürs Geschenk. Bitte gerne. Ja, das ist natürlich jetzt sehr effektiv mit unserem Olivenölverkauf. Und oh, wir haben hier sogar noch Oliven, die verarbeitet werden wollen. Das machen wir doch sofort hier. Ja, und mittlerweile wird das Holz für die Transporterrutsche angeliefert. Sehr gut. Ja, wenn wir jetzt das Heiligtum für Atlas hätten, ja, könnten wir unsere Bauwerke schon ein bisschen schneller mit der Hilfe von Atlas errichten, aber leider im Moment noch nicht möglich. Aber wir haben unsere Baustoffe recht nah hier an der Baustelle. Das klappt, glaube ich, ganz gut. Ja, in der Zwischenzeit bauen wir mal die Mauer von der Heldenhalde unseres Theseus wieder auf. Das muss ja hier nicht so kaputt aussehen. Müsste jetzt da mitten durchgehen? Ich glaube das ja nicht. So, alles wieder in Ordnung. Und wir haben wieder Jahresanfang. Wir nehmen unsere Tribute an. Wunderbar. Ja, es läuft ja jetzt. Gott sei Dank. Alles bestens. Keine Götter, die uns strafen, Ungeheuer, die uns tyrannisieren. Unser Held Theseus stolziert durch unsere Stadt. Alles ist schön. Wir warten jetzt nur noch darauf, dass dieser Tempel des Olymps fertiggestellt wird. Ja, jede Menge schwarzer Marmor wird zur Baustelle gebracht. Tja, wir haben ja bei Atlantis schon eingekauft. Was brauchen wir denn jetzt noch hier? Wir warten mal, bis hier der ganze schwarze Marmor angeliefert worden ist. So, wir brauchen noch 12 Marmorplatten, 23 Platten schwarzer Marmor, 14 Ladungen Holz und 8 Ladungen Orikal. Okay, die haben wir. Da müssen wir jetzt, glaube ich, kein Orikal mehr einkaufen. Oh, Gordion schenkt uns Bronze. Gerne, danke. Schwarzer Marmor wäre mir lieber. Aber leider ist es, glaube ich, nur Atlantis, welche schwarzen Marmor verkauft. Und da können wir leider nichts fordern. Wie schade. Ja, ich denke, solange wir noch hier an dem Tempel des Olymps bauen, können wir dieses Wohngebiet auch weiterentwickeln. Wir bauen das Observatorium hier auf. Ja, und ich würde tatsächlich hier auch nochmal eine Universität bauen wollen.
und eine Erfinderwerkstatt. Nee, da nicht. Da sehe ich gerade, habe ich vergessen, noch Gebäude entsprechend zu platzieren. Dann kommt die Erfinderwerkstatt natürlich hier hin. Ja, und jetzt warten wir noch auf den schwarzen Marmor. Da kommt noch welcher. Okay, aber ich glaube, wir müssen das ja jetzt hier noch abwarten, damit wir neuen Marmor einkaufen können. Wir brauchen noch 6 Marmorplatten. 3 haben wir im Warenlager. Ja, und wir haben unser Kontingent auch aufgekauft. Warten wir das Jahr jetzt ab. Olivenöl produzieren wir also mehr als genug. Wir können hier tatsächlich Exporte und den Bedarf in unserer Stadt gut decken. So, und das Wohngebiet entwickelt sich auch bestens. Jede Menge neue Bürger. Das Lohnniveau kann wieder auf normal. Ja, das ändert sich gleich. Ja, ich sehe gerade, wir haben nur noch das Pier von Kythera. Und Kythera kauft schwarzen Marmor. Das ist für uns jetzt sehr uninteressant. Allerdings verkauft Kythera Weizen. Wir kriegen ja auch Weizen als Tribut. Das ist noch interessant, noch dieses Pier zu bauen. Aber die Frage ist, wo? Hier würde es gehen. Das ist aber auch recht weit weg. Naja gut, für Weizen ist eigentlich nicht uninteressant, ne? So, hier würden wir Rüstung einkaufen und hier, ja, wir machen Folgendes. Das Bier von Delos kommt hier hin. Dann brauchen wir aber eine Brücke. Passt genau hier hin. Frage ist nur, ob das mit dem Architekten so klappt. Wir könnten natürlich hier eine Sperre hinsetzen und diesen Architekten eher hier hinsetzen. Ne? So. Na komm, dann setzen wir die Sperre aber auch hier hin. Ne? So, dann brauchen wir wieder das Pier von Kythera. Das kann jetzt hier hin. So, hier können wir jetzt Weizen einkaufen. Und hier natürlich das Olivenöl. Ich glaube, das ist besser. So, dann war die Sperre doch verkehrt hier gesetzt. Die muss natürlich hier hin. Naja, komm. Setzen wir hier noch einen Architekten hin. Ja, Marmor haben wir wieder mehr als genug hier, aber wir verschenken jetzt mal nichts. Wir müssen warten, bis wir schwarzen Marmor einkaufen können. So, in der Zwischenzeit können wir auch hier das Heiligtum der Aphrodite mal ein bisschen verschönern, oder? So, aber hier muss jetzt wirklich kein Architekt entlang gehen. No. Da ist die Sperre. Machen wir mal so. Und dann bauen wir hier eine schöne Säulenreihe entlang. Und hier können noch Gärten hin. Mittlerweile ist das neue Jahr angebrochen. Wir kriegen wieder unsere Tribute. Ja, Marmor können wir nicht mehr annehmen. So, da kommt jetzt unser Handelspartner aus Atlantis. Endlich kann der schwarze Marmor eingekauft werden. Ich glaube, er hat auch schon direkt die 12 Marmorplatten verkauft, ne? Jawohl. Okay, dann können wir den Einkauf jetzt auch stoppen. Ich werde sie lehren, meine Pläne zu durchkreuzen. Ja, das ist ja wunderbar. Gerade schwarzen Marmor eingekauft, schenkt uns Thera neuen
Platten schwarzen Marmor. Nehmen wir an, vielen Dank, und Athene greift mal wieder an. Oh, wie anstrengend. Naja, man zerstört mal wieder die Mauer von unserer Heldenhalle des Theseus. Naja, solange es nur die Mauer ist. Und das Stadttor. In der Zwischenzeit können wir jetzt hier unseren Tempel des Olymps weiterbauen. Ach, armer Theseus, du kannst doch nicht hier mit Athene kämpfen. Athene zerschmettert Theseus, na, das war mir klar. So, und da werden wieder unsere Olivenbäume verflucht. Und ein Zufriedenheitsdenkmal steht uns zur Verfügung. Es ist echt interessant, wie zufrieden unsere Bürger sind, wenn sie dauernd von irgendwelchen Göttern hier angegriffen werden oder irgendwelche Ungeheuer sie tyrannisieren. Ja, wenden wir uns doch hier an erbaulicherem, nämlich dem Bau unseres Tempels des Olymps. Da kommt jetzt das Holz für die zweite Transportrutsche. So, was brauchen wir jetzt noch? 12 Marmorplatten und 6 Ladungen Holz. Ja. Da haben wir mehr als genug. Unser armer Theseus kriegt mal wieder seine Mauer und sein Stadttor. Ja, mittlerweile ist das Tempelgebäude schon sehr stark angewachsen hier bei unserem Tempel des Olymps. Wir brauchen auch nur noch 4 Marmorplatten und 2 Ladungen Holz. Ja, der Marmor wird gerade schon angeliefert und da sehe ich auch schon die letzte Ladung Holz. Wunderbar, der Tempel des Olymps ist fertiggestellt. Auch eben wir schnell das schließen und damit haben wir es geschafft. Alle Ziele sind erreicht. Oh Gott, wir haben die Angriffe der nervenden und neiderfüllten Götter ertragen und uns auf unsere Stärken besonnen. Ach ja, ein stinkendes Schweinchen lief auch noch wie wild durch die Stadt. Das hatte ich ja beinahe vergessen. Inzwischen sind wir auf dem besten Wege, eine wirtschaftliche Macht zu werden. Aus Phrygiens Hauptstadt Gordion hört man die Kunde, dass Midas angeblich in eine tiefe Depression gefallen sei, nachdem sich sein Essen in seinem Mund zu Gold verwandelte. Sollte dies stimmen, könnten wir uns nicht länger auf seine Hilfe verlassen und müssen daran arbeiten, uns auf eigene Füße zu stellen. Allerdings können wir ja auch auf die Hilfe der Götter vertrauen, die es gut mit uns meinen. Ich muss hier Schluss machen. Meine Frau ruft zu Tisch. Das Essen ist da. Es gibt mit Seeigeln gefüllten Rehrücken an Olivensauce. Ja, eine sehr, sehr anstrengende und auch nervenaufreibende Episode haben wir hier jetzt endlich geschafft. Ja, und ich bin sehr gespannt, wie es in diesem Abenteuer der Wahn des Midas weitergeht. Ich hoffe, ihr seid mit dabei, wenn wir die nächste Episode starten. Bis dahin wünsche ich alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.